Oh mein Gott, meine Lieben, es ist kaum zu glauben, wir sind zurück im Legoland Deutschland. Es ist so wunderbar. Ja, Rita hat es nicht mehr ausgehalten. Wir waren ja vor ungefähr 5 Wochen schon mal dort. Am 6.8. war es dann wieder soweit und wir haben einen schönen Vlog für euch vorbereitet, wo wir euch die Highlights zeigen. Wir machen heute mit euch einen kleinen Rundgang wieder und zeigen euch, wie sich das Legoland im August 2021 so anfühlt. Wir sind auch natürlich mit vielen Attraktionen gefahren, Achterbahnen, alles andere, was es so gibt. Und Shoppen und Essen kommt dann in einem zweiten Teil. Genau, und außerdem haben wir natürlich versucht, einiges anderes zu filmen, denn wir haben ja schon mal einen Vlog von diesem Jahr hochgeladen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann einfach dort auch noch reinschauen. Und ja, also ich muss sagen, ich war wieder so begeistert. Es waren ja jetzt sind gerade noch diese, ihr seht es gerade, Flying Ninjago, die Ninjago-Tage, ein Traum. Muss ich sagen, war echt cool dort. Alles ein bisschen mehr auf Ninjago eingestimmt und ich bin eigentlich nicht so der Wahnsinns-Fan, außer mit der Ninjago City in unserer Stadt, die ist schon echt cool, aber ich muss sagen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Falls ihr euch fragt, wer dieser adrette junge Mann ist, der gerade neben Rita gegangen ist. Mein Bodyguard. Ist Ritas Bodyguard, a.k.a. mein Vater, den wir dieses Mal mitgenommen haben. Und ja, wie Rita schon richtig gesagt hat, wir haben ja schon von unserem Besuch im Juni einen Vlog gemacht, einen mehrteiligen. Also falls ihr da auch gerne reinschauen wollt, dann verlinken wir euch das Video. Wir gehen jetzt hier durch den zentralen Bereich des Legolands. Ihr seht, Rita erfrischt sich am Stopp, während der Zug hier durchfährt. Mit meinem Bodyguard. Und wir sind gleich mal zu Beginn in den linken Teil vom Eingang aus gesehen gegangen und haben uns dort dann ja in die Lego City begeben. Und zwar haben wir dieses Mal gleich am Anfang die Fabrikstour gemacht und auf dem Weg dahin... Genau. Wir haben vielleicht als kurzen Vergleich, letztes Mal haben wir die Strategie verfolgt, zuerst in der Früh mit extrem vielen Sachen fahren, damit wir wenig lange anstehen. Und dieses Mal hatten wir die Strategie Fabrik und Einkaufen, gleich in der Früh. Hat an jedes was für sich, kommt natürlich darauf an, was einem lieber ist, wo man weniger lang gerne anstehen möchte. Denn in der Früh ist meistens weniger los, sowohl bei den Fahrten als auch beim Einkaufen. Richtig, und man bekommt auch ein Geschenk, wenn man vor 13 Uhr einkauft. Bei uns waren das 2 Polybags. Ja. Und man kann auch, wenn man fragt, die Einkäufe an der Info hinterlegen lassen. Ich glaube, beim Jahreskartenbüro, dort kann man sie sich dann mit so einem kleinen Bon die Einkäufe am Abend, wenn man nach Hause geht, wieder abholen. Genau, ist aber nicht lange möglich, sondern wie gesagt, nur wenn man früh einkaufen geht. Hast du noch diese Uhrzeit im Kopf? Ich glaube, bis 16 Uhr geht das ungefähr. Auch sowas, ja. Übrigens, weil ihr euch vielleicht gerade fragt, wo wir sind, wir stellen uns hier gerade für die Fabrik an. Es war an unserem Tag eigentlich relativ okay von der Wartezeit. Das habe ich gefilmt, weil ich mir gedacht habe, es ist interessant, hier einerseits natürlich die Geschichte von Lego zu sehen über die Jahrzehnte hinweg. Andererseits, man sieht auch während des Wartens immer wieder was. Also ihr braucht euch auch, wenn ihr mal ein bisschen auf die Attraktion warten müsst, braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn ihr seht auch hier, dieser Junge ist hier gerade am Rätseln und man wird ganz gut unterhalten. Wir haben auch die Wartezeiten mit der App und den Angaben und den Attraktionen verglichen. Da werdet ihr dann ein paar Beispiele sehen, ob die Wartezeiten auch richtig sind. Genau. Das haben wir dieses Mal ausprobiert. Letztes Mal haben wir sie nur runtergeladen, die App, aber haben eigentlich nicht viel damit gemacht. Dieses Mal voll in Action, muss ich sagen. Ganz richtig. Ja, wie gesagt, wir sind hier in der Warteschlange. Es waren nur ein paar Leute vor uns zur Lego-Fabrik, wo man erklärt bekommt, wie die Lego-Steine hergestellt werden. Davon folgen jetzt, glaube ich, dann gleich ein paar Aufnahmen. Man bekommt beim Hineingehen, und das ist mein persönliches Highlight, immer so einen kleinen Sammelstein. Stimmt, ja. Aus dem jeweiligen Jahr, plus zu Halloween und ich glaube Weihnachten und so gibt es dann noch extra Steine. Durch die Fabrik sind wir dieses Mal relativ schnell durchgegangen, denn wir haben gesehen, dass unten im Fabrikshop nichts los ist und auch keine Warteschlange ist. Dann sind wir gleich hinuntergestürmt. Ihr wisst es, hier wird ich glaube Lego-Steine werden hier, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt reell so gemacht werden, bis auf diesen Sammelstein. Sie werden auf jeden Fall bedruckt. Hier seht ihr auf jeden Fall, wie das Lager bei Lego so in verkleinerter Form aussieht. Da hätten wir natürlich gerne die ein oder andere Kiste
Plätze gleich mitgenommen und unten sind so Spritzgussmaschinen, wo einem erklärt wird, so anschaulich als möglich, wie denn ein Legostein im echten Leben produziert wird. Muss man auf jeden Fall gesehen haben. Wir haben eben meinen Bodyguard dann auch mitgenommen hier durch die Fabrik, ganz klar, denn das muss einfach sein, wenn man jetzt schon mal ins Legoland fährt, dann muss man sich das auch ansehen. Und er war auch wirklich begeistert. Also er hat das auch noch nie gesehen und hat gesagt, das ist wirklich mal was Interessantes, auch wenn man nicht so der Museumstyp ist, weil es ist ja doch wie ein kleines Museum, aber das ist schon mal echt cool, weil das sieht man halt auch, wie sich die Sachen bewegen und bekommt einfach coole Infos, muss ich sagen. Finde ich auch. Ein bisschen mehr und detaillierter gefilmt haben wir bei unserem letzten Aufenthalt, also wenn ihr da Interesse habt, dann schaltet den gerne ein. Wir sind dann einkaufen gegangen, das kommt aber im zweiten Teil dieses Vlogs, da dürft ihr gespannt sein und haben stattdessen jetzt mal mit euch die Zugfahrt am Programm. Der Legoland Express ist ein Meilenstein im Legoland. Meistens, wenn man ein bisschen müde ist und sich das Legoland aber trotzdem nicht entgehen lassen will, dann bucht man eine Fahrt mit dem Zug oder besser gesagt, man stellt sich einfach an. Und ganz wichtig, als Information, es ist oft eine mega lange Schlange bei diesem Zug, aber es gehen extrem viele Leute rein in den Zug. Also bitte das nicht unterschätzen. Es ist wirklich so, man steht dann oft nicht lange an, weil der Zug fährt erstens mal nicht ganz so eine riesengroße Runde, dass man so lange warten müsste, bis quasi der Zug wieder zurückkommt. Und außerdem, es gehen so viele Leute rein, man glaubt das oft gar nicht. Und man ist dann schneller dran, als man glaubt. Ganz richtig, dann kann man kurz verschnaufen, man ist hier an Bord und sieht hier, wie hier zum Beispiel das Miniland. Ja. Falls ihr euch fragt, viele Leute fragen uns das immer, man muss in den freien Bereichen, also überall unter freiem Himmel im Legoland keine Maske tragen, jedenfalls mit Stand Anfang August. Auf den Attraktionen, auch in den Wartebereichen und in geschlossenen Gebäuden ist nach wie vor FFP2-Maskenpflicht. Genau. Sobald ihr aber die Attraktion verlassen habt, dürft ihr die Maske wieder abnehmen. Ja. Hier filmt Rita gerade einen etwas dezenteren Stau bei diesen kleinen Bötchen. Ich glaube, da hat dieser Bootskapitän, dieser Wart auch schon geschimpft. Und hier seht ihr mich mit Maske. Ja. Muss man gesehen haben. Ganz genau. Also die Zugfahrt steht bei uns eigentlich immer am Programm. Es ist nett. Man sitzt zwar nicht besonders gut, die Sesseln sind nicht besonders bequem, aber man sieht das ganze Legoland und man kommt auch an Ecken und Enden des Legolands, wo man sonst überhaupt nicht hinkommt. Und zwar, wie jetzt zum Beispiel gleich, in den hinteren Bereich der Fahrschule. Und ich wäre so gern nochmal ein kleiner Junge und würde hier den Führerschein machen. Bei uns war zwar gar nichts los, aber das macht nichts und man sieht auch die Hinterseite dieses Bionicle Rides. Da sind wir nicht selbst damit gefahren, aber wir sind dann noch in den Wartebereich. Ich habe mich nicht getraut, Leute. Ich weiß nicht, falls schon jemand von euch damit gefahren ist, schreibt es uns in die Kommentare. Aber irgendwie ist mir das ungeheuer, muss ich sagen. Ja, man ist hier mit so einem Roboterarm verbunden und kann sich im Wartebereich, soweit ich das mitbekommen habe, schreibt uns das bitte in die Kommentare, wenn ihr davon mehr wisst, einstellen, wie schwierig oder wie intensiv die Fahrt sein soll. Und ja, das sind so die kleinen Highlights des Legolands, auch wenn hier so aussieht, als wäre nichts, hier gibt es Schafe. Ja, genau. Ja, hier sind wir jetzt im Bionicle-Bereich. Lego und Bionicle sind ja schon längere Zeit nicht mehr so auf Kurs, aber es gibt dennoch die Bionicle-Fahrt hier und da gibt es einen separaten Visitor-Bereich, wo wir drinnen waren. Und ich glaube, ich habe hier eine gesamte Fahrt gefilmt. Und man sieht schon, speziell der vordere Roboter scheint einen etwas höheren Intensitätsgrad eingestellt zu haben. Ich bin mit offenem Mund dort gestanden. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor denen, die hier drinnen sitzen. Ihr habt das super gemacht. Ich hätte mich das nicht getraut, weil man einfach nicht weiß, wo der als nächstes hindüst. Ja, es ist so unvorhergesehen. Es ist ein Wahnsinn. Man sitzt da drinnen wie festgeschnallt und kann überhaupt nichts machen, aber irgendwann fahren wir damit und man darf auf den Attraktionen zwar leider meistens nicht filmen, aber dann werden wir jemanden organisieren, der uns dabei filmt. Seid ihr schon mal damit gefahren? Sagt es uns bitte. Es ist auf jeden Fall eine Attraktion, die immer relativ wenig Wartezeit
gestellt hat, fällt uns auf. Stimmt. Jetzt geht's weiter. Ja, jetzt geht's weiter in Richtung des Ritterbereichs. Auch hier total nette, so kleine und ein paar Aufbauten. Genau, die wir auch nicht gesehen haben, glaube ich, zuvor. Also es sind einige neue Sachen gebaut worden, wie die Schmetterlinge zum Beispiel. Ihn habe ich schon mal hängen sehen, also der ist sicher nicht neu. Aber die Schmetterlinge, die sind mir noch nicht aufgefallen, muss ich sagen. Die Drachenachterbahn, meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich eines der Highlights des Legolands. Es ist eine Achterbahn, die so zu Beginn wie ein Dark Ride ist. Man fährt durch so eine Märchenbahn, ganz gemächlich, ganz neutral und auf einmal kommt der Drache und es geht so richtig los. Also die Drachenachterbahn ist meistens immer bei uns auf der Liste. Das und stimmt. ich habe noch keine Fahrt bis jetzt bereut damit. Ich bin schon oft damit gefahren, aber es ist immer total cool. Und auch Rita fährt damit sehr gerne. Nur aufpassen, sie bremst dann sehr akut ganz am Ende. Also falls ihr Rückenprobleme habt, vielleicht versucht ihr euch da irgendwie so zu positionieren, dass das keine schwerwiegenden Folgen hat. Denn die Bremsung ist schon echt... Die ist nicht ohne. Wir sind hier im hinteren Bereich des Legolands und zwar ist das der Ritterbereich, einer meiner absoluten Favoriten. Das ist irgendwie total cool, erinnert mich an meine Kindheit mit den ganzen Rittersets. Zu schade, dass Lego die heutzutage ja nicht mehr in dieser Bandbreite rausbringt. Es gibt ja wieder ein neues Creator-Set. Auch diese Achterbahn haben wir schon des Öfteren besucht, ist ein bisschen gemächlicher, aber auch sehr cool. Also fährt 1A durch und ich liebe einfach diese kleinen Szenen und diese kleinen, zum Beispiel hier schaut der Drache raus, kein Mensch weiß warum. Der beschützt vielleicht dieses Haus oder bewacht es. Zur Picnic Area. Das könnte natürlich sein. Hier hinten kann man, glaube ich, das Gold waschen, was immer sehr viele Kinder machen. Dann bekommt man auch so eine Legoland-Medaille. Und hier seht ihr Rita, ich weiß nicht, was sie da macht, wahrscheinlich schreibt sie wieder auf Instagram. Nein, mit der Legoland-App war ich da unterwegs, ganz klar. Genau. Und, du filmst schon den Turm. Da werden wir nämlich dann später auch noch hingehen, genau. Ich habe da immer jetzt schon die Zeiten gecheckt, denn wir waren eben interessiert, ob auch wirklich die Legoland-App uns die richtigen Zeiten ansagt. Falls ihr sie nicht heruntergeladen habt, natürlich auch bei jedem Ride stehen die Minuten auf. Genau, also ich wollte hier nur zeigen, dass wir die normale Jahreskarte haben. Wir machen dazu noch ein extra Video. Es gibt auch im Legoland noch die Jahreskarte Plus und diesen Merlin Abenteuerpass. Jede dieser Karten hat spezielle eigentlich nur Vorteile, kosten natürlich, die Nachteile sind dann, dass sie immer mehr und mehr kosten. Wir werden dazu und auch zu den anderen Angeboten, Rabattaktionen und so weiter nochmal ein separates Video machen. Dann erklären wir euch, wie wir das handhaben im Legoland Deutschland und was vielleicht für euch Sinn macht. Stimmt. Weil eine Tageskarte kostet dann oft schon mehr als eine ganze Jahreskarte, ob ihr es glaubt oder nicht. Wenn man es richtig angeht, auf jeden Fall. Da könnt ihr gespannt sein. Wir sind jetzt vorbei bei den Pferdchen, bei denen Rita leider nicht fahren kann, weil sie schon zu groß ist, ich auch nicht. Unterwegs in den Imagination-Bereich, ich sage immer, der Ritterbereich ist mein Lieblingsbereich, aber der Imagination-Bereich ist mindestens genauso cool irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja auch diese großen Lego-Figuren, die mir extrem, extrem gut gefallen. Ihr seht das hier, wo die Kiddies gerade herumklettern zum Beispiel. Und die sind schon echt gewaltig. Also, dass man aus Legosteinen solche riesen Sachen bauen kann, mal ganz was anderes. Und was auch lustig ist, nämlich in der Mitte findet ihr zum Beispiel einen Drachen, der sogar reden kann übrigens. Ja. Den filme ich immer. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal auch gefilmt habe. Hier bei dieser Hochbahn, ich habe es jetzt nicht richtig gelesen, ich glaube 20 Minuten Wartezeit. Sie haben jetzt so digitale Anzeigen, die sind relativ neu. Da sind wir dann dieses Mal nicht gefahren, aber das nächste Mal steht das bei mir wieder am Programm. Da fährt man auch so durch, ich würde sagen, das halbe Legoland ungefähr. Muss so treten, wenn man tretet, fährt es ein bisschen schneller, wenn man nicht tretet, fährt es auch. Und es hat auch wieder mehr geöffnet im Legoland, was mich sehr freut. Es gibt so einen Abenteurerbereich, wo man selbst so an einem Tisch sitzt und dann bauen kann, genauso wie hier so ein Labyrinth und so eine Bauspaßecke. Und hier sind die Dinosaurier, von denen Rita immer spricht. Und das ist alles wieder offen jetzt. Die waren die letzten Male, wie wir dort waren, immer zu. Genau. Also hoffentlich geht es jetzt langsam in die richtige Richtung, mal sehen. Aber es ist so ziemlich alles offen gewesen,
was wir im Legoland gesehen haben. Ja, und diese Dinosaurier, die sind einfach immer cool. Die sind gerade beim Filmen, glaube ich, für einen neuen Film und der Kameramann schimpft mit ihnen oder sie müssen arbeiten oder keine Ahnung und machen ihre Arbeit nicht. Aber total cool. Hier seht ihr auch jede Menge zu essen. Pizza, Restaurant, Kaffee, Buden gibt es hier. Oh ja, einen sehr guten Eiskaffee haben wir auch hier in diesem Bereich schon mal getrunken. Also sehr empfehlenswert. Die Arena, wo früher, glaube ich, immer das 1, 2 oder 3 Fernsehprogramm ausgestrahlt worden ist. Das ist auch total cool eigentlich. Dieses Mal war in der Arena übrigens ein Special für Ninjago, wo so Akrobaten ihr Können gezeigt haben. Leider haben wir keinen Platz gefunden, weil wir wieder irgendwie zu spät dran waren. Da war es dann schon wieder zu oder fast vorbei. Aber wäre auf jeden Fall auch sehr interessant, hat sehr interessant von draußen ausgesehen. Richtig, ja. Hier seht ihr jetzt mehr oder weniger ein Doppelbild. Ihr könnt entweder mich beim Filmen ansehen, man sieht die Kamera so ein bisschen im Fensterglas, oder die Aussicht genießen, ein 360-Grad-Schwenk rund um das Legoland. Man kennt es wahrscheinlich, es liegt in Günzburg, so ziemlich genau zwischen München und Stuttgart, in einer sehr schönen Ecke Deutschlands. Und die ganzen Attraktionen, genau, die Achterbahn, die Ritterburg. Es ist auch hinter diesem Wald dann der Campingplatz, wo wir hoffentlich demnächst mal sein werden. Eine coole Sache, die wir gerade vom Aussichtsturm aus gesehen haben, wenn man hier vom Aussichtsturm rauskommt, bei den Großen reingeht, ist hier ein kleines Areal, wo man gut jausen kann, sich mal entspannen kann. Da ist, glaube ich, dann einiges weniger los. Der ist uns bis jetzt entgangen. Also bei meinem 3. Legoland-Besuch finde ich auch die Top Secrets aus. Und nicht nur die Top Secrets natürlich, sondern wir wandern natürlich auch weiter. Auch ein Hit immer diese Giraffen, die sind schon echt cool. Auf das Duplo Village, das freue ich mich auch schon riesig. Ich glaube, das wird mal was für unseren kleinen Baumeister. Da haben die Kinder immer extrem viel Spaß, speziell auch wenn es heiß ist das schon eine Top-Destination, denn dort, wie gesagt, immer wichtig, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wenn man ein Kind mit hat, vielleicht ein zweites Gewand mitnehmen oder eine Badehose, denn es gibt einige Möglichkeiten, wo sich die Kiddies mit Wasser vergnügen können. Ja, und da haben sie oft mehr Spaß als mit den Attraktionen. Das ist sehr lustig. Genau, im Sommer natürlich. Ja. Jetzt sind wir unterwegs in einem auch sehr coolen Bereich, den Bereich der Abenteurer, hier mit der Wasserrutsche und diesem kleinen Kanu. Ich würde da auch sehr gerne fahren. Das sieht einfach so cool aus, wie die Kinder da durch die Gegend paddeln. Leider lassen sie bei vielen Attraktionen nur, ich glaube, bis 1,40 Meter große Kinder fahren. Deswegen sind wir dann an dieser Stelle weitergegangen nach hinten in den Bereich der Pharaonen, wo es aber eine Attraktion gegeben hat, mit der wir natürlich gefahren sind. Mehr seht ihr davon gleich. Mit dem Haunted House sind ja die Adventurers rund um Johnny Thunder und Baron von Baron wieder auferstanden und wir gehen jetzt ins Land der Pharaonen, welcher ein neuerer Bereich des Legolands ist. Ihr seht die Rita schon, sie steht da wie eine Mumie fast schon, zum Glück ist sie noch nicht mumifiziert, aber sie hat sich gerade nicht bewegt, keiner weiß warum. Es war auch relativ heiß an dem Tag, wo wir dort waren, man sieht es... Nein, ich habe da nur zugeschaut, denn es gibt einige quasi so Minispielplätze auch im Legoland und die habe ich mir da genauer angesehen. Und da gibt es einen mit solchen Palmen, wo man raufklettern kann. Und ich habe wirklich bewundert, wie manche Kiddies da mit einer Leichtigkeit hinaufgekraxelt sind. Ja, das habe ich auch bewundert. Da sind wir schon ein bisschen zu, ich will nicht sagen alt, aber vielleicht ungelenkig und steif. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg zur Tempelexpedition, welcher ein Dark Ride ist. Ich weiß nicht, ob ich das Schild gefilmt habe. Ich glaube, es waren zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, nur 5 Minuten Wartezeit und das hat auch relativ genau gestimmt. Das heißt, man ist so gemütlich dort durchgegangen und dann war ganz am Anfang des Fahrgeschäfts so eine ganz kleine Schlange, die aber nicht schlimm war. Hier seht ihr Rita, wie sie ihre Maske anbringt.
Ja. Und ich glaube, ja genau, ich mache hier noch einen kurzen Schwenk und filme nochmal dieses coole Auto von Johnny Wunderbar. Thunder. Das muss ich jedes Mal filmen und hier ist unser Kollege auch, der hier zeltet und wahrscheinlich sein nächstes Abenteuer plant. Genau, nein, ich wollte das nur noch mal zeigen. Ihr habt auch gesehen, neben mir war dieses grüne Schild und da steht eben immer eine Erinnerung, dass man eben die Maske schon im Wartebereich, auch wenn der Wartebereich draußen ist, hinaufgeben soll. Ganz richtig. Ihr seht auch, die Wartezeit ist jetzt auf 6 Minuten gesprungen. Es ist ganz genau, minutengenau. Ob es hier bei dieser Attraktion 6 Minuten war, weiß ich nicht mehr, aber wir haben die Wartezeiten zum Teil auch testhalber gefilmt und werden euch das zeigen. Hier deutet Rita gerade auf die Glühbirnen. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, unsere Lego-Stadt hatte am Anfang auch mal solche Glühbirnen. Genau. Und da sind wir schon im Innenbereich der Tempelexpedition, wo es hier so coole Mosaike gibt, die ich extrem cool. geil finde. Ja. Das Lustige war jedoch, dass wir bei diesem zweiten Musik feststellen durften, dass da einige Teile gefehlt haben. Also da waren wohl irgendwelche Diebe unterwegs. Ich weiß es nicht. Das könnte sein. Man fährt hier auf jeden Fall mit so coolen Autos herum, kann sich drehen und hat eine Pistole in der Hand und muss Ziele abschießen. Und das hier ist der Ausgangsbereich, der aber leider geschlossen war. Deswegen habe ich ihn gefilmt. Also es ist noch nicht alles offen im Legoland Deutschland, aber 95%. Teppiche, Leute. Im Legoland gibt es extrem coole Teppiche überall. Wir wollten sie kaufen, aber leider geht das nicht. Das sind Spezialanfertigungen. Also falls ihr auch mal dort seid und gerne so einen hättet, wir haben überall nachgefragt, aber leider sind das nur Spezialanfertigungen. Was sehr schade ist. Ritas Lieblingsattraktion, die Pyramidenrallye, dort sind wir dieses Mal auch nicht gefahren. Zu anstrengend von der körperlichen und auch geistigen Herausforderung her. Zum Zuschauen ist es immer so lustig. Ja, es brennt bei den Pyramiden, man muss mit den Autos dorthin fahren und löschen und wieder zurück. Und hier seht ihr Rita, sie genießt ihren Aufenthalt im Legoland sichtlich. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag und wir hatten viel Spaß. Das Legoland ist einfach toll und genau das sind diese kleinen Momente, die das Legoland einfach total cool machen. Genau. Die große Wasserrutsche. Mit der wir wieder nicht gefahren sind. Ihr habt es schon gesehen, ich bin mit Jeansjacke unterwegs gewesen. Es war zwar schön Wetter, aber es war nicht wahnsinnig warm. Und ich habe mir das da genauer angesehen und die Leute sind halt wirklich pitschnass, wenn sie da von dieser Wasserrutsche wieder rauskommen. Viele hatten eine Regenjacke mit oder irgendeinen Regenponcho. Super Idee, bloß hatte ich die nicht. Und ich hatte mir gedacht, wenn ich jetzt pitschnass bin, naja. Mir war den ganzen Tag heiß, aber gut, das ist so das allgemeine Thema. Sie haben auch ein paar neue Aufbauten. Hier zum Beispiel dieses Zebra haben wir noch nie gesehen mit den leuchtenden Farben. Und jetzt sind wir in der Safari-Tour, einer coolen Jeep-Tour, wo sie zum Glück auch Erwachsene fahren lassen. Ja. Der Wartebereich, es war ganz kurz zu warten, ich glaube nicht mal 5 Minuten, ist hier mit lauter exotischen Tieren geschmückt, die natürlich alle aus Lego sind. Hier seht ihr da einen kleinen Vorgeschmack drauf und nicht nur der Wartebereich ist mit Lego-Tieren ausgeschmückt, auch die Fahrt selbst. Die Man sich fährt manchmal hier sogar bewegen. mit so kleinen Jeeps. Man kann auch lenken, aber das bringt nicht viel, habe ich festgestellt. Man ist auch immer gleich schnell. Also hier seht ihr zum Beispiel Rita schon, wie sie an Bord dieses Jeeps ist. Und sie macht einen Witz, weil uns der Mann, der dort beim Einsteigen geholfen hat, irgendwas gesprochen hat von wegen, bitte nicht kussen. Wir dürfen uns nicht näher kommen, aber die Gefahr wäre sowieso nicht bestanden, weil ihr seht es, der Bodyguard ist hinterher und schaut ganz genau drauf, was ich mit Rita mache. Außerdem hatten wir so viele Tiere zu sehen. Ihr seht ja Rita bei ihren Fahrkünsten, ob das was wird. Ich weiß nicht, ob sie den Legoland-Führerschein bestehen würde. Ich bin mir nicht sicher. Hier seht ihr auf jeden Fall die ganzen Tiere. Man fährt hier quer durch, ich glaube einmal durch Afrika. Zebras, Löwen, Nilpferde, Elefanten, Vogelstrauß. Es gibt hier alles gebaut aus Lego. Und das ist auch gut so, denn wenn das echte Gorillas wären, dann würde ich mich schon ein bisschen fürchten hier. Und hier bewegen sich die Tiere zum Beispiel auch. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz nette Fahrt, die man auf keinen Fall missen sollte, unserer Meinung nach. Übrigens auch sehr lustig hier, denn am Ende kommen eben wieder alle Autos zusammen. Es kommen alle Autos zusammen. Und das war schon sehr lustig.
denn das ja, Anti-Blockiersystem hat da nicht so gut funktioniert. Ja, man bremst zum Teil relativ abrupt ab, wenn vor einem ein Jeep zum Stillstand gekommen ist. Eindeutig unsere Lieblingsband im Legoland Deutschland. Ich weiß nicht, bei denen 3 kann ich nie vorbeigehen. Nein. Die muss ich immer filmen und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Die muss ich auch immer einspielen und zwar mit voller Lautstärke, weil die einfach so cool sind. Extrem. Der Piratenbereich des Legolands, auch sehr cool natürlich mit Genau. Wasser und auch Haifischen. neu, jetzt kann man wieder die Leute bespritzen, auf jeden Fall teilweise. Ja. Also wenn man nicht direkt drin ist. Mit so Wasserpistolen und so Genau. weiter. Wir sind aber jetzt schon weiter. Wir haben letztes Mal relativ viel dort gefilmt. Jetzt geht es weiter in den Ninjago-Bereich, der auch ein neuerer Bereich des Legolands ist. Und Dort ihr war seht viel es. los. Schaut das mal Es wurde gemalt. Ja. Da filme ich, glaube ich, dann auch noch von der anderen Seite. Hier in der Mitte extrem coole Ninjas aus Lego. Ich habe das ist übrigens das Bild, das ich auch auf Instagram gepostet habe. Also falls ihr das in Instagram-Post noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das Bild auch gerne dort ansehen. Extrem cool. Also wirklich coole Künstler, die das da gemacht haben. Wahnsinn. Dort gibt es auch so eine, wie soll ich sagen, 4D, keine Ahnung was, Ninja Ride. Der ist Ihr cool. seht aber, wenn die Kamera nicht zu wackelig ist, 40 Minuten Wartezeit, deswegen sind wir Ja. dort nicht gefahren dieses Mal. Beim letzten Mal waren wir aber dort. Man darf aber auf der Fahrt sowieso nicht filmen, das heißt, ihr müsst das selbst erleben. Und schaut mal, wer da unterwegs ist. Ich glaube, das ist Lloyd und sein Freund, der I Love Legoland-Typ. Sie Die wurden auch Minifigur. begleitet von einem Polizisten. Ja. Sie sind dann sogar noch mal bei uns vorbeigegangen, glaube ich, was uns So sehr gefreut hat. cool. Ich wollte eigentlich ein Foto mit dem Grünen, aber leider beim nächsten Mal werde ich ihn verfolgen und werde auf jeden Fall erst aufgeben, wenn ich ein Foto gemacht habe. Und schaut euch das an. Das ist doch wirklich so cool. Ich habe mir zuerst, wir sind von der anderen Seite eben gekommen und habe schon gedacht, was ist das, das da auf dem Boden gemalt wird. Und dann habe ich mich eben da auf diese Position gestellt und das ist einfach genial. Also wirklich. Ja, die Figuren dort sind wirklich cool, die Ja. Malereien genauso. Hier haben wir noch unseren altehrwürdigen Ninja-Meister, der hier, ich glaube, von seinen tollkühnen Abenteuern erzählt und Rita, die sich das alles nur ansieht. Sie hat keinen Ninja-Move gemacht, aber sie war begeistert von der Malerei und wahrscheinlich auch von mir und lobt mich hier. Ihr könnt es leider nicht verstehen, aber es war so. Ich habe eigentlich nur die Malerei gelobt, aber gut. Weiter geht's wieder in Richtung des zentralen Bereichs des Legolands. Hier beim Aquarium sind leider Ja. sehr, sehr viele Leute angestanden. Es war meistens über eine Stunde Wartezeit. Da haben wir uns dann gedacht, okay, das lassen wir dieses Mal aus, leider. Beim nächsten Mal Ja. dann, da darf man nämlich drinnen auch filmen. Es ist ein cooles Aquarium, gefällt mir sehr gut. Wir waren letztes Jahr dort, da habe ich aber Ja. keine Kamera dort mitgehabt, aber wir werden dort mal reingehen und alleine das U-Boot gefällt mir hier so gut. Das ist so richtig 90er-Style Lego und speziell auch dieser Bereich hier mit diesem Motorbootrennen oder was auch immer das sein soll, Genau. gefällt mir total gut, wobei wir auch hier nicht gefahren sind. Nein. Weil es Rita wieder mal zu kalt war und mir zu heiß, obwohl es mir zu heiß war, sagen wir so. Naja, gut, ja, hilft nicht. Ihr habt mir gedacht, bevor wir uns verkühlen, es wäre wegen dem Verkühlen wäre es gewesen. Ja. Wäre ganz schlecht. Zu gefährlich. Wir wollen Ja. das nicht riskieren. Das Kino, ich habe hier die Werbetafeln fotografiert. Sie zeigen jetzt den neuen Mythica-Film, der sicher interessant gewesen wäre. Ja. Wir wollten den eigentlich gerne ansehen, sind Ja. aber dann leider um ein paar Minuten zu spät gekommen und sie haben keine Leute mehr reingelassen. Ja, wir hatten dieses Mal ein gutes Timing. Ja, und den Ninjago-Movie haben wir letztes Mal gesehen und der Lego City-Movie hätte mich interessiert, aber der war an dem Tag nicht mehr. Ja. Also, war es dann leider zu spät, aber das Kino können wir auch empfehlen. Es ist so ein 4D-Kino
Genau. Ich glaube, Rita redet hier gerade von den Schießbudenpreisen. Ich habe mich da einfach, deswegen schaue ich so traurig, ich hätte mich nämlich schon dazu hinreißen lassen, bei so einer Schießbude was zu spielen, aber dadurch, dass es eigentlich keine direkten Lego-Preise sind, ist es jetzt für mich nicht ganz so ansprechend. Es gibt Riesenhunde, es gibt so Hüpfbälle, alle möglichen coolen Sachen, aber wir wären halt wegen Lego-Sachen dort. Ja, wenn es Lego-Preise zu gewinnen gäbe, dann wären wir den ganzen Tag wahrscheinlich nur bei diesen Schießbuden. So haben wir das große Rennen gefilmt, auch eine extrem coole Achterbahn, eine Mauscoaster, glaube ich, nennt man sowas, die schon ein bisschen dezenter und intensiver gleichzeitig ist. Vor allen Dingen diese engen Kurven sind hier nicht ohne, weil dann glaubt man wirklich, man fällt fast raus aus dem Fahrzeug. Der Wartebereich ist auf jeden Fall sehr cool mit den ganzen, erinnert mich so ein bisschen an Lego Racers, falls ihr das Spiel noch kennt, für Nintendo 64 hatte ich das. War aber die Wartezeit hier auch nicht ohne, 36 Minuten, das haben wir uns nicht gegeben, denn wir wollten noch, glaube ich, Kaffee trinken. Hier dieser Rebuild the World Bereich ist wieder offen, man kann also hier reingehen und Lego bauen, nach Belieben. War aber auch hier eine kleine Warteschlange, deswegen habe ich nur hier unseren großen Physikgenie gefilmt und dann sind wir weiter in das Miniland. Es ist so cool, bitte schaut euch das an. Hier im Vergleich, im größten Vergleich, ist hier dieser Lego Tower und alle anderen großen Gebäude. Da zählt der Eiffelturm noch zu den kleineren. Genau. Das Miniland ist eine wunderbare Lego-Anlage, die unter freiem Himmel steht, tolle europäische Städte nachgebaut hat. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, aber es ist der Wahnsinn. Wir gehen da immer mit offenen Mündern durch und sind schockiert und geschockt. Was sich von unserem letzten Aufenthalt zu diesem geändert hat, ist, dass sich um einiges mehr bewegt jetzt. Also beim letzten Mal sind schon einige Sachen gefahren, aber dieses Mal waren wirklich Lastwagen wieder mehr unterwegs. Es war eine Kutsche unterwegs, es war auch ein Lastwagen auf einer Fähre unterwegs. Also wirklich, der auf eine Fähre auffahrt, dann rüberfährt und dann wieder weiterfährt. Das ist einfach so cool gewesen. Also da war ich wirklich hin und weg. Hier übrigens eine freiwillige Feuerwehr, die wir gefilmt haben. Genau, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ein Heblaster, das ist was für den kleinen Baumeister. Der würde den gleich plündern und die ganzen Gläschen ausräumen. Das glaube ich auch, ja. Also das Legoland hier oder das Miniland des Legolands ist hier so aufgebaut, dass man immer wieder so voneinander getrennte Displays hat. Ihr seht, es ist auch nicht der Minifigurenmaßstab, es ist ein bisschen größer gebaut, was natürlich viel mehr Details erlaubt und auch natürlich, wenn man weiter weg steht, dass man besser sieht. Hier zum Beispiel Schloss Neuschwanstein, wo man sogar so reinschauen kann. Wir haben geschaut, ob Schneewittchen da ist, aber wir haben sie leider nicht gesehen. Rita wartet hier gerade, bis die Kutsche wegfährt und sie hat recht. Zum Glück sind hier wieder viel mehr Dinge in Bewegung gewesen. Jetzt fährt sie, ich glaube, mit irgendwelchen Technikreifen. Die Pferde schweben in der Luft ganz elegant und grazil. Leider hier mein Schatten ein bisschen immer drinnen, aber das ist nicht so schlimm. Und es ist einfach so, auch genauso wie bei uns in der Stadt, wenn da ein Zug oder die Monorail fahren, dann ist das gleich doppelt so interessant. Also wir gehen hier einfach mit euch ein bisschen durch. Wir haben das Miniland letztes Mal relativ intensiv gefilmt. Da haben wir viele neue Sachen auch entdeckt, die erneuert wurden oder restauriert wurden. Man hat schon gesehen, auch letztes Jahr, dass zum Teil das Miniland ein bisschen heruntergekommen war, weil teilweise Steine beschädigt waren, ausgeblichen und so weiter. Jetzt haben sie viel repariert. Ja. Und wirklich auch was Cooles, denn wir sind ja auch speziell auch durchs Miniland, weil eben Christophs Dad mit war und der meinte, er will sich das natürlich auch noch ganz genau ansehen, hat auch einiges fotografiert, was ich voll verstehe, und war mega begeistert. Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich irgendwie durchgehe, sehe ich wieder neue Details. Ja. Also es ist kaum möglich, dass bei einem oder zwei Besuchen wirklich komplett zu sehen. Nein, man kann da, glaube ich, 100 Mal durchgehen und man sieht beim 101. Mal wieder neue Dinge. Zum Beispiel haben wir euch jetzt gerade diesen kleinen Minigolfplatz gezeigt.
imposant und auch immer mit vielen Zuschauern versehen ist diese Allianz Arena, wo lustigerweise originale Lego-Männchen drinnen sind und nicht diese großen. Sind, glaube ich, über 30.000 Figuren, also die haben dort in dem Stadion noch mehr Figuren als wir in unserer Lego-Stadt. Und ja, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Hier sehr detailgetreu nachgebaut mit den Zuschauertribünen, dem Eingangsbereich, hier und sogar auch dem Parkdeck, wo die Autos stehen. Also das ist, ja, egal ob man Fußballfan ist oder nicht, oder egal ob man Bayern München-Fan ist oder nicht, dieses Stadion aus Lego ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und mir hat das auch so gut gefallen, weil da stehen nämlich auch so super alte Autos drin. Mich auch, ja. Mir hat das auch sehr gut gefallen. Und ja, auch wenn wir wissen, dass wir leider wahrscheinlich nie so ein Stadion in unserer Wild City stehen haben, ich gehe durch dieses Miniland immer durch mit ganz offenen Augen und ja, ich fühle mich immer sehr, sehr inspiriert, wenn ich den Bereich verlasse und ich denke immer, wir haben schon gesagt, zum Beispiel mir persönlich gefällt das nicht so gut, dass sie für die Szenerie, für die Landschaftsgestaltung hier nicht alles aus Lego gebaut haben. Das Wasser, haben wir schon mal gesagt, muss aus Wasser sein, sonst können die Schiffe nicht fahren, aber zum Beispiel, dass hier rundherum Wiese ist, gefällt mir nicht so gut persönlich, aber das Miniland ist trotzdem einfach der absolute Wahnsinn. Und wie Rita schon gesagt hat, es ist schön, dass sich hier die Windmühle dreht, dass Autos und Lastwagen fahren, dass Boote fahren, dass Züge fahren und so weiter. Das macht das Ganze viel ansprechender. Es gibt ja auch immer wieder Tanzeinlagen von Minifiguren oder wo Musik gespielt wird oder sonstiges. Also es gibt wirklich einige Sachen, wo man sich denkt auf einmal, okay, ich glaube, am Markusplatz ist das im Venedig-Bereich, wo auf einmal da eben die mit den Masken auftreten, die Minifiguren. Und das ist schon echt cool. Ja. Also wirklich durchdacht und wirklich auch immer für eine Überraschung gut, muss ich sagen. Und ich habe auch, ich meine, ich sehe überhaupt im Legoland wenig bis gar keine Leute, die da unbeeindruckt und genervt durchgehen. Aber auch im Miniland, egal ob alt oder jung, wie gesagt, mein Vater ist, glaube ich, sicher 2 Stunden in diesem Bereich geblieben, hat sich auch einfach mal hingesetzt und mal ein Display ganz genau angeschaut und in jeder Ecke sieht man irgendwas und entdeckt wieder was Neues, auch wenn man von woanders wieder reinschaut, aus einer anderen Perspektive. Rita natürlich hat mich hier wieder auf die Hochzeit hingewiesen, aber das Thema haben wir erledigt, cool, da braucht sie nicht mehr sagen. Und hier ist jetzt diese sagenumwobene Fähre, was ja auch eine total coole Angelegenheit ist. Das heißt, wenn ihr die seht, bitte einfach wirklich auch warten, denn ich habe zuerst gedacht, dass dieser Laster gar nicht runterfahren kann von der Fähre und dass die Fähre vielleicht einfach wieder zurückfährt, aber nein, er fährt wirklich runter. Und das ist schon echt, also diese Konstruktion, muss ich sagen. Ja. Hier geht der Schranken auf. Genau, zuerst noch diese Verbindungsbrücke, hat sich zuerst noch abgesenkt, dann geht der Schranken auf und dann fährt der Laster los. Und dass das überhaupt so funktioniert, also ich bin wirklich beeindruckt. Es dauert ein wenig, man denkt, es ist irgendein technischer Defekt, aber ihr seht, er fährt raus. Und er fährt dann einmal durch das komplette Display, bis dahin ist die Fähre wieder am anderen Ufer angelangt und er wird wieder mitgenommen. Also das ist eine total coole Angelegenheit. Und ja, das macht irgendwie das Miniland hier zu was ganz, ganz Besonderem. Auf jeden Fall. Wo ist Rita? Hier ist sie. Ja. Es gibt hier hinten auch so eine, das haben sie jetzt für den Sommer aufgebaut, so einen Ninjago-Bereich, wo man irgendwie feststellen kann, welche Fähigkeit oder welche Kraft man ist. Ja, da kann man irgendwie auch, glaube ich, ein Video machen dazu. Genau, ja. Und wir haben uns aber hier, die sind auch relativ neu, diesen Displaykästen, diesen Vitrinen verschrieben, denn hier haben sie von so Mock-Wettbewerben und ich glaube auch von einer Luke, wenn ich mich nicht täusche, oder Lego-Ausstellung, ein paar Ergebnisse ausgestellt und die haben uns auch gefallen. Hier seht ihr nochmal Rita im Ninja-Outfit, in der Ninja-Pose besser gesagt. Wie gesagt, hier einmal Ninjago, dieses, ich glaube, Sumpfthema war das, wenn ich mich nicht täusche. Dann hier eine Autowerkstatt oder was auch immer mit der schrägen Straße, die ist extrem cool. Ja. Es sind zum Teil originale Lego-Sets, die aber immens erweitert wurden. Also man sieht hier, was die Leute aus regulären Lego-Sets machen. Das sind ja cool, dann zum Teil auch keine Mocks, sondern Mods, wenn ich mich nicht täusche, aber das ist irgendwie, die geben den Lego-Sets irgendwie Substanz. So sind es Spielsets, die ganz cool sind, hier auch dieses Untergrundthema vom letzten Jahr bei Ninjago und das wird dann alles umbaut und schöner gemacht und
gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und hier das Videospiele-Thema, welches es nur ganz cool gegeben hat und auch schon das Neue mit den Südsee-Bewohnern oder was auch immer das sein soll. Genau. Ich glaube, da hinten ist ein Vajana-Boot, aber gut. Ja. Und wir haben dann eben auch noch uns diese Mocks vom Mock-Contest angeschaut. Und da muss ich schon sagen, da sind echt coole Sachen dabei. Da haben ja Familien eben das einsenden dürfen können und da gibt es wirklich coole Ideen. Also ich war da sehr begeistert. Speziell eben genau dieses mit der Unterwasserwelt. Das hat mir super gut gefallen. Und auch ein zweites, das extrem bunt ist, das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Also es gibt immer wieder super tolle Ideen. Ihr seht das dann hier rechts. Wahnsinn, was die Leute für Ideen haben. Deswegen sage ich immer, einfach selbst zum Baum beginnen. Es kommt eigentlich immer was Cooles raus, muss ich sagen. Sehe ich genauso. Also diese Familien-Challenge, von der haben wir gehört, aber leider haben wir sie irgendwie verpasst. Aber das macht nichts, vielleicht das nächste Mal. Und hier seht ihr schon Rita mit voll bepackten Taschen. Ich glaube, das war es dann auch so mehr oder weniger. Wir sind dann doch relativ müde nach Hause gegangen. Oh ja. Jetzt schickt sie wahrscheinlich euch noch ein Küsschen. Ja. Wir sind dankbar und wir möchten uns, ja wie gesagt, das war jetzt ein bisschen holprig ausgedrückt, wir möchten uns bedanken, dass ihr heute mit dabei wart bei diesem langen Video. Es kommt noch ein zweiter Teil, wo es ums Shoppen, das Essen und auch diese Wartezeiten-App-Geschichte im Legoland geht. Seid auf jeden Fall da auch dabei. Und hier seht ihr Rita mit. Ein anstrengender Tag. Ja, es ist immer anstrengend, aber super.